Hallo Leute, ihr habt euch schon lange ein Video zum Stillen gewünscht und ich habe überlegt, wie ich das mache, weil es ist so ein umfangreiches Thema und deswegen dachte ich, ich mache 2 Videos zum Stillen. Und dieses Video ist zum Stillstart, also wie startet man und welche Tipps sind gut und welche Tipps sind nicht so gut, welche Fehler sollte man vermeiden. Das will ich in diesem Wäsche-Talk besprechen. Ich habe nämlich Wäsche und habe mir gedacht, haha, Zeit für ein Video. Das ist nämlich momentan echt wenig Zeit hier für irgendwas. Aber jetzt. Also, der Stillstart. Als ich mit meinem ersten Kind gestartet bin, dachte ich mir, ach ja, das klappt schon. Und das ist eine gute Einstellung. Das ist eine sehr gute Einstellung eigentlich, um damit da rein zu starten. Meine Mutter hat auch gestillt. Das ist immer ganz gut, wenn man so Geschichten in der Familie hat. Positive Geschichten. Also dachte ich mir, klar, ich habe 2 Brüste, ich kann stillen. Ich habe es dann doch ein bisschen unterschätzt. Also ich hätte nicht gedacht, dass es doch am Anfang recht mühsam ist. Und dass man das Stillen auch erst üben und lernen muss. Und dass man da bestimmte Sachen, man kann das halt ziemlich falsch machen und dann klappt es nicht. Oder man kann ziemlich viel richtig machen und dann sind die Chancen sehr gut, dass es klappt. 100% ist sicherlich nicht. Es gibt Frauen, die können aus gesundheitlichen Gründen nicht stillen. Schilddrüse zum Beispiel. Da kann es sein, dass die Milchmenge nicht reicht. Aber bei einem Neugeborenen, das braucht so wenig. Da ist der Magen so klein wie eine Haselnuss am Anfang. Also sehr klein. Und da braucht es nicht viel, um den Magen voll zu machen. Deswegen am Anfang sollte die Milchmenge bei jedem reichen eigentlich. Außer es kommen bestimmte Umstände dazu. Aber da gehe ich später drauf ein. Ja, das, was bei mir das Problem am Anfang war und was bei vielen Erstmüttern das Problem ist, ist, dass die Brustwarzen nicht in Form sind. So früher konnte man dann lesen, dass man die Brüste so vorbereiten sollte und abruppeln mit einem rauen, was weiß ich, Bürste, Tuch. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich mir dachte, ach, nee, meine Brüste können das schon. Ja, das mit den Brustwarzen war dann echt am Anfang ein richtiges Problem. Die waren nämlich so flach, dass das Baby die nicht richtig ansaugen konnte. Sie hat es immerhin angesaugt. Ich habe auch schon erlebt, dass die Brustwarzen so flach waren und so weich, dass das beim Kind den Saugreflex nicht ausgelöst hat. Also Kind hatte die Brust irgendwie im Mund genommen, aber hat nicht zu saugen angefangen, weil es braucht ein bisschen was Hartes, also nicht knallhart, ne? Aber eine Brustwarze eben, eine feste Brustwarze, die beim Baby innen gegen den Gaumen drückt, um diesen Saugreiz auszulösen. Und das kann man beim Baby auch machen, wenn man beim Neugeborenen den Finger in den Mund steckt und den Gaumen berührt, fängt es an zu saugen. Und diesen Druck braucht das Baby, um diesen Saugreflex auszulösen. Und wenn die Brustwarze so weich und wabbelig ist, dann kann es sein, dass das echt Probleme gibt. Das nugelt sich in Form, also die Brustwarze durch das dran saugen wird ziemlich schnell perfekt. Aber bis dahin, da leidet man halt ein bisschen. Ich habe dann auch gefunden, dass man dem vorbeugen kann. Also wenn ich das jetzt wüsste, würde ich das beim ersten Kind wahrscheinlich machen. Da gibt es so ein Ding, das heißt Nippelett. Und das setzt man auf die Brustwarzen und mit Unterdruck sorgt das dafür, dass die Brustwarzen rausgezogen werden. Und das bringt dann die Brustwarzen in Form, bevor das Stillen losgeht. Also wenn man flache Brustwarzen hat und sich vielleicht den Stillstart vereinfachen will, ist das was ich ausprobieren würde. Aber wenn man dann einmal dabei ist, dann ist es halt so. Also es ist normal, dass in der ersten Zeit die Brustwarzen empfindlich sind, ziemlich wund sind, vielleicht bluten. Und dann das Ganze im Wochenbett und mit den ganzen Hormonen. Das sind sehr umwälzende Zeiten, die man da mitmacht. Es ist gut, sich auf das Wochenbett vorzubereiten und nicht zu denken, dass danach, nach der Geburt also, das Leben einfach so weitergeht wie vorher. So dachte ich in meiner Naivität. Ich dachte mir, naja, dann habe ich halt ein Kind und alles andere läuft halt so weiter. Aber dass da sehr viel Umwälzung stattfindet, schon hormonell und körperlich und man schläft nicht so wie gewohnt und ja, also man sollte erstmal sich eine Zeit lang einfach nur Baby einplanen und nichts anderes. Ich habe damals noch einen Umzug ins Ausland eingeplant. Schwerer Fehler. Ja, würde ich alles heute nicht mehr machen.
In den ersten 3 Tagen kommt die Vormilch. Da sind die Brüste auch noch ziemlich klein und kommt nicht viel raus, aber das, was rauskommt, ist wichtig. Das ist nämlich so gelblich, also viel gelber als nachher die reife Muttermilch. Und das bereitet den Magen-Darm-Trakt des Babys aufs Verdauen von der Muttermilch vor. Und enthält ganz viele Immunkörperchen und was weiß ich, ganz viel gutes Zeug. Und deswegen ist das wichtig, dass das Baby diese Vormilch kriegt und dass man es an die Brust tut, sobald es an die Brust will. Und es kann sein, dass ein Baby in den ersten Tagen Gewicht abnimmt nach der Geburt, weil die Mengen sind klein. Aber das Baby übt das Saugen an einer Brust, die noch nicht so prall ist wie nachher zum Milcheinschuss, was gut ist. Und es bekommt diese gute Vormilch. Und dann, nach 3 Tagen, kommt die richtige Milch. Und dann hat man Riesenbrüste. Und bei mir war es dann so, das Baby konnte dann die Brustwarzen erst recht nicht greifen, weil die Riesenbrüste haben diese dünnen, flachen Brustwarzen so, war keine Brustwarze mehr da fast. Und das Ansaugen war schmerzhaft, richtig schmerzhaft. Leute, das ist richtig schmerzhaft. Als ob euch jemand ein Messer reinsticht. Ja, aber man wird eben erwachsen mit dem Mutterwerden. Ne? Und zum Mutterwerden und zum Erwachsensein gehört dazu, dass man Schmerz aushalten kann. Ja, geht vorbei. Und es ist auch nur beim Ansaugen bei mir gewesen. Also nicht die ganze Zeit, sondern beim Ansaugen. Das Ansaugen muss man gut veratmen. Also ich will euch hier nicht das Stillen jetzt ganz schlimm malen. Also wenn man gute Brustwarzen hat, dann sind, denke ich, die Anfangsschwierigkeiten, ja, nicht unbedingt immer so schlimm. Aber es kann auch mal ziemlich unangenehm sein. Und da lohnt es sich, da durchzuhalten und sich durchzukämpfen, weil es wird auch wieder besser. Das sind meistens die ersten Tage und Wochen, also meistens so die erste Woche bei mir. Und danach ist es besser. Ich habe deswegen auch durch die ganzen Schwangerschaften dann durchgestillt, außer bei der letzten habe ich am Ende abgestillt. Aber ich dachte mir, wenn ich meine Brustwarzen schön in Form halte, dann habe ich solche Anfangsschwierigkeiten nicht in der Form. Und das stimmte auch. Ich habe meine anderen Stillstarts, die waren, ja, am Anfang haben die Brustwarzen ein bisschen wund und so, aber ich habe nie wieder diese Schwierigkeiten wie beim ersten Mal gehabt. Beim ersten Mal hat mich ja am besten geholfen solche Lanolincreme, die kann man da drauf machen und die kann man auch drauf lassen, dann kann das Baby damit saugen und das hat mich echt gerettet. Und das habe ich bei den anderen eigentlich nicht gebraucht. Bei den Zwillingen, glaube ich, die haben ganz schön gesaugt und habe ich vorher ja auch abgestillt gehabt. Aber sonst habe ich das nicht gebraucht. Aber dieses Lanolin-Zeug, das ist echt gut. Also, wenn man seinen Brüsten was Gutes tun will, pack Lanolin drauf. Ja. Dann gibt es Stillhütchen, die man verwenden kann, wenn am Anfang die Brustwarze eben noch nicht fest ist, sondern erst noch in Form genuckelt werden muss. Die Stillhütchen sind ein bisschen umstritten, sagen welche ja, dann kommt man davon nicht wieder los. Das ist ja doof mit Plaste im Mund. Und ich habe so ein bisschen das jetzt beobachtet eine Weile, so bei anderen Müttern, um mir eine Meinung zu bilden. Und meine Beobachtung ist, dass am Anfang manche Frauen, da klappt es einfach nicht ohne Stillhütchen. Aber alle, die mit Stillhütchen angefangen haben, die ich kenne, die haben das Stillhütchen dann nach ein paar Wochen auch wieder nicht mehr gebraucht. Von daher, bevor es gar nicht geht, wäre das eine Möglichkeit. Also, wenn das Kind gar nicht schafft, die Brust also anzudocken und dann zu saugen. Aber es ist schon ein ganz schönes Geschäft am Anfang oft. Also manche haben mehr Probleme, manche haben gar keine Probleme. Ne? Also es ist keine Garantie, dass man Probleme hat, das will ich aber nicht sagen. Aber es ist nicht schlecht, wenn man darauf eingestellt ist, dass man gewisse Hürden überwinden muss und dass man durchhalten muss und dass man das schaffen kann und dass man das, dass sich das lohnt, dass es auch besser wird. Ne? Wenn man im Krankenhaus ist, wird einem da schnell ein bisschen Stress gemacht, mit der Gewichtszunahme vor allem. Babys dürfen in den ersten 10 Tagen 10% abnehmen oder so. So viel ist noch, lässt man noch. Manche geben auch 15%. Wenn das Baby ziemlich wenig Gewicht, also Ausgangsgewicht hatte, dann ist man da nicht an so kulant. Das Beste, was man machen kann, ist, wenn man im Krankenhaus ist so schnell wie möglich nach Hause zu gehen.
Weil der Stress im Krankenhaus, der verhindert ganz oft, dass das Stillen gut klappt. Also ich kenne so viele Fälle und eigentlich bei allen, wenn die nach Hause gegangen sind, zu Hause hat es geklappt mit dem Stillen. Und im Krankenhaus war das ein übelster Stress. Vorher wiegen, nachher wiegen und dann nerven die einen mit Zufüttern und die Flasche und was weiß ich. Und dann muss man sich dagegen sträuben und das führt halt nicht dazu, dass man sich so schön entspannt und viel Milch produziert. Weil zum schönen Milchproduzieren ist es gut, wenn man entspannt ist, sich geborgen fühlt, wie bei der Geburt und man gutes Essen kriegt. Man muss ja irgendwo raus die Milch auch machen. Ja. Und Kinder, die vollgestillt werden, müssen nicht zugefüttert werden. Also die brauchen weder Wasser, noch Fencheltee, noch Glucose oder was man halt im Krankenhaus so macht oder was dann Omas empfehlen. Also die Muttermilch ist eigentlich super auf das Baby abgestimmt und wenn die Mutter gut versorgt ist, also selber genug isst und trinkt, sollte das Baby alles kriegen, was es braucht. Das ist eine ganz einfache Daumenregel. Was dann noch öfters ich beobachtet habe, im Krankenhaus speziell, dass man zu bestimmten Uhrzeiten stillen soll. Das kommt daher, dass Kinder, die man mit der Flasche füttert, man alle paar Stunden so und so viel Milliliter wird reingefüllt und da gibt es Schemas und danach richtet man sich. Aber Stillen funktioniert eben ganz anders als Flasche geben. Stillen ist intuitiv, das macht man einfach. Kind hat Hunger, will Brust, ran an die Brust. Da wiegt man normalerweise nicht vorher und nicht nachher, sondern Angebot und Nachfrage. Je mehr das Kind saugt, umso mehr Milch macht die Brust und dann bekommt das Kind genau das, was es braucht, ohne dass man irgendwas wiegen muss. Man kann natürlich, und das macht man auch, das Baby in regelmäßigen Abständen mal wiegen, um zu gucken, dass es auch gut zunimmt. Da gibt es manchmal Probleme wie kurzes Zungenbändchen oder wenn die Mutter zu viel Stress hat oder Schilddrüsenprobleme zum Beispiel können zu einer geringen Milchmenge führen. Aber allgemein geht man davon aus, die Milch reicht und das Baby ab und zu mal wiegen, um zu gucken, ob das alles so stimmt, reicht auch. In manchen Krankenhäusern ist es halt nicht so. Also ich habe schon beobachtet, dass dann das Baby gewogen werden sollte. Vor, nachher und Stillprobe. Man kann auch nicht davon ausgehen, dass wenn man abpumpt, dass dann genau das gleiche kommt, was das Baby kriegt. Also das ist auch so ein Trugschluss, den ich öfters schon beobachtet habe. Denn durch das Abpumpen wird die Brust nicht auf die gleiche Weise angeregt, wie wenn das Baby saugt. Deswegen, manche Frauen kriegen beim Abpumpen gar nichts raus und trotzdem wird ihr Baby satt. Komisches Paradox. Ja, könnte man die Pumpen vielleicht nochmal so verbessern, dass die identisch mit einem Baby saugen sind. Ja, dann. Also das Wichtigste ist das Vertrauen. Ich kann stillen und meine Milch reicht für mein Baby. Man kann natürlich dann, wenn natürlich eine schlechte Gewichtszunahme ist, dann kann man anfangen dran zu zweifeln. Aber vorher sollte man daran nicht zweifeln. Und ich kenne Frauen, die halt von Anfang an so denken, vielleicht kann ich stillen, vielleicht doch nicht, ob meine Milch reicht. Und immer wenn das Baby schreit, denken sie, oh, das Baby wird nicht satt. Also es gibt natürlich ganz viele Gründe, warum ein Baby schreit, ne? Und warum es unzufrieden ist. Aber die denken immer, meine Milch reicht nicht, meine Milch reicht nicht. Und damit macht man sich ganz unnötige Probleme. Einfach, wenn das Baby schreit, Baby an die Brust. Aber wenn das Baby schreit und es will nicht an die Brust oder es schreit immer noch, dann guckt man halt mal in die Windel. Dann denkt man, es ist vielleicht überreizt vom Tag. Dann puckt man es halt. Dann macht man ein bisschen einen ruhigeren. Also dann macht man vielleicht mal nicht so viele Ausflüge mit dem. Ja. Und einige Babys haben auch Koliken, sind Schreibabys. Gerade in den Abendstunden sind die sehr unruhig und wollen ständig an die Brust und so weiter und so fort. Das bedeutet nicht automatisch, dass die Milch nicht reicht. Es ist ganz typisch, dass Babys zum Abend hin unruhig werden und manche eben auch schreien und dann auch ständig an die Brust wollen. Das hat einen schlauen Begriff, gibt es dafür, Cluster Feeding. Das heißt, das Baby will ständig an die Brust. Eine Brust, andere Brust, dann wechselt man halt immer und lässt das Baby so lange stillen, bis es fertig ist. Und irgendwann, wenn dann die Nacht fortschreitet, irgendwann schläft es auch. Irgendwann schläft jedes Baby, aber manchmal wird die Nacht eben spät. Bei den Zwillingen hatte ich manchmal so Cluster-Feeding-Phasen von 4 Stunden. Dann habe ich dann mit beiden da gesessen und habe 4 Stunden nur gestillt. Und irgendwann haben sie auch geschlafen. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Das bedeutet auch nicht, dass die Milch nicht reicht. Das bedeutet vielleicht, dass der Bedarf steigt, das Baby öfters saugen muss, um mehr Milch da rauszubringen. Weil die Brust merkt das, es wird mehr gesaugt, also, oho, es wird mehr gebraucht, also mache ich mehr. So funktioniert es. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Und da braucht man nicht in Selbstzweifel zu verfallen, sondern man folgt einfach dem Geschehen. Baby will an die Brust. Okay, alles klar, Baby an die Brust. Ja, da können die Brustwarzen nochmal wund werden. Muss man gucken. Schön Lanolin da haben. Es gibt da auch noch viel mehr Tricks.
Am besten ist, wenn man Stillprobleme hat und Fragen zum Stillen, ist es, wenn man eine Stillberaterin kommen lässt. Es ist nämlich nicht garantiert, dass die Hebammen oder wer auch immer, Schwestern im Krankenhaus, wirklich gut ausgebildet sind, was das Stillen angeht. Und da werden zum Teil Tipps gegeben, die eben man lieber nicht berücksichtigen sollte. Von der Stillberaterin nimmt man an, dass die up-to-date ist und dass die einem die besten Tipps mitgibt. Auch in der speziellen Situation, in der man gerade ist. Was auch immer das sein mag. Ja. Das ist eigentlich schon fast alles zum Stillstart. Am Anfang des Stillstartes zum Milcheinschuss, also nach den ersten 3 Tagen, kommt der Milcheinschuss und dann viel Milch und dicke Brüste. Und so mit der Zeit werden die Brüste wieder weniger. Also dünner, kleiner. Weil sich die Milchmenge halt eingepegelt hat. Das kann dann sich auch anfühlen, dass die Brüste wie leer sind. Also man fühlt dann gar nicht mehr so pralle Sache wie am Anfang. Das bedeutet aber auch nicht, dass jetzt weniger Milch da ist. Das bedeutet nur, es hat sich gut eingepegelt. Ja, also meine liebe Frauen, habt Selbstvertrauen. Ihr könnt stillen, ziemlich sicher. Und stürzt euch rein, beißt euch durch. Und wenn ihr zu den 1% gehört oder wie viele das sind, die tatsächlich nicht stillen können, dann könnt ihr vielleicht auch Teilstillen, weil Teilstillen gibt es auch. Man gibt ein bisschen Flasche und man gibt ein bisschen Brust. Und beides zusammen, das funktioniert dann. Aber ich würde die Brust auf jeden Fall nicht so schnell einfach ad acta legen, weil das nützt einfach dem Kind und das nützt auch der Mama. Je länger man stillt, umso besser ist man nämlich vor Brustkrebs geschützt. Also es ist eine Win-Win-Situation für Baby und Mama. Ja, das war mein Video zum Stillstart. Es gibt bestimmt noch ganz viel dazu zu sagen, aber das mal so als grober Überblick. Bis dann. Tschüss.